Heute möchte ich Ihnen die Funktion FIS-GAP vorstellen. Neben einem vereinfachten Datenaustausch können Sie mit dieser Funktion erheblich Zeit einsparen und haben alles auf einen Blick. Das FIS-Add-on ist komplett in der Angebotserstellung integriert und unterstützt alle relevanten GAP-Formate. Für das Einlesen einer GAP-Datei schauen wir Sina Sales über die Schulter. Sina ist Mitarbeiterin im Vertriebsinnendienst bei der Algorithmus AG. Nach dem Login befindet sich Sina in ihrem Launchpad und startet die Anwendung Verkaufsangebote verwalten. Sie erstellt ein neues Angebot mit der Angebotsart AG und dem Kunden FIS-Bau GmbH. Nun öffnet Sina die Funktion GAP. Der Bildschirm ist nun in zwei Bereiche aufgeteilt, dem klassischen Angebotsteil rechts sowie dem sogenannten GAP-Bearbeitungsbereich auf der linken Seite. Um eine GAP-Datei einzulesen, nutzt Sina die Funktion Leistungsverzeichnis einspielen. In diesem Dialog wird Sina aufgefordert, die Quelldatei hochzuladen. Als Beispiel verwendet sie dazu ein Leistungsverzeichnis aus dem Sanitärbereich der Phase D83. Nach dem Hochladen ist das komplette Leistungsverzeichnis im System abgelegt und wird im GAP-Baum hierarchisch dargestellt. Sina kann nun die für sie relevanten Gewerke bearbeiten. Sie wählt den Bereich Sanitärausstattung und öffnet diesen mit dem Klick des entsprechenden Knotens, hier den Knoten 0106. Man erkennt nun die Positionen des Leistungsverzeichnisbereichs Sanitärausstattung mit der sogenannten Ordnungszahl, der gewünschten Menge und dem Kurztext. Zur Bearbeitung markiert Sina die entsprechende Leistungsverzeichnisposition und gibt das entsprechende Material ein, das angeboten werden soll. In diesem Fall einen Waschtisch in der Größe 55. Sina kann aber auch die sogenannte Trefferliste nutzen, welche mit diesem Symbol dargestellt ist. Mit der sogenannten Trefferliste werden Materialvorschläge gemacht, welche dieser Leistungsverzeichnisposition entsprechen. Diese Materialvorschläge resultieren aus dem Vergleich von Schlagworten des Materials mit dem Langtext, wobei die Schlagworte im Materialstamm hinterlegt sind. In diesem Fall das Material Wand-WC für das Schlagwort Tiefspül, welches Sina nun für das Angebot übernimmt. Das wiederholt sie nun auch für die nächste Position, mit dem Schlagwort Sitz das Material WC-Sitz. Nun speichert sie die Eingaben im Leistungsverzeichnis ab. Später kann Sina das Leistungsverzeichnis wieder in der Angebotserfassung öffnen, um ein abschließendes Angebot zu erstellen. Dazu sucht sie sich ihre fertig bearbeiteten Leistungsverzeichnispositionen erkennbar an der grünen Ampelmarkierung. Sina markiert die fertigen Positionen im Leistungsverzeichnis und übernimmt diese mit dem sogenannten Zauberstab auf die Angebotsseite. Mit dem Sichern des Angebots wird die GAP-Nachricht jetzt verarbeitet. Das erzeugte GAP-Ausgangsfile kann anschließend in der Anwendung FIS-GAP-Out angezeigt werden. Dazu gibt Sina das gerade erzeugte Angebot im Einstieg ein und wählt das erzeugte Ausgangsfile. Hier zum Beispiel eins der Phase D94. Die GAP-Datei kann nun angezeigt und anschließend an den Empfänger übersendet werden. Diese FIS-Funktion erweitert den SAP-Standard um eine integrierte GAP-Bearbeitung. Sina kann somit Leistungsverzeichnisse im GAP- und ÖNORM-Format einfach und schnell in ihrem SAP-System einlesen und ausgeben. Zudem steht ihr eine automatische Materialsuche und Erkennung zur Verfügung. Sina kann Angebotsbelege direkt aus einem Leistungsverzeichnis heraus erstellen und die dazugehörigen GAP-Dateien bearbeiten. Dieses komfortable Arbeiten erspart Sina somit viel Zeit und Kosten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.